Wenn du den perfekten Start auf dem FEC-Server hinlegen willst und reich und erfolgreich sein willst auf dem Server, dann solltest du dieses Video hier unbedingt angucken. Ja, ich habe mir mal die Freiheit genommen, alles, was wir jetzt im Stream besprochen haben, nochmal aufzuschreiben. Ich habe es jetzt auch auf Englisch geschrieben, weil ich doch davon ausgehe, dass auch ein paar englischsprachige Zuschauer sehen werden. Für die ist es hier quasi alles aufgeschrieben, aber ich sage natürlich alles jetzt auf Deutsch. Und das ist im Endeffekt so eigentlich alles, was mir persönlich so eingefallen ist. Ja, ich hoffe, es kommt nicht noch allzu viel dazu. Ich meine, meistens ist es so, man redet darüber und dann im Nachhinein fallen einem noch 100.000 Sachen ein. Aber ich habe jetzt eigentlich wirklich lange dran gesessen, oder was heißt lange, aber ja, eigentlich so wirklich alles aufgeschrieben und das möchte ich jetzt mit euch durchgehen. So, wir haben jetzt einmal die Free-to-Play-Route. Da sind sehr viele allgemeine Infos auch dabei, die natürlich auch für alle anderen Leute gelten. Aber was ihr genau machen sollt, das ist wirklich für Free-to-Play-Leute. Und ich wurde jetzt auch schon im Stream darauf angesprochen, naja, also ich empfehle euch 8 Charakter, ich sag's wie es ist, hat verschiedene Gründe. Will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, was es da das für Vorteile hat, 8 Charakter zu spielen, weil das ist ein anderes Video, könnt ihr auch gerne nachgucken. Aber ich wurde auch darauf angesprochen, naja, aber was ist, wenn man jetzt keine Lust auf 8 Charakter hat? Man kann natürlich auch mit Free-to-Play 2 Charakter spielen. Es ist aber eine Tatsache, dass das halt langfristig einfach schlechter ist. Ja, ihr werdet am Anfang besser dastehen, weil der Nachteil von 8 Charaktern ist halt, dass ihr langsamer levelt, vor allem mit dem Main-Character. Aber der Vorteil ist halt, dass ihr permanent Link Attack zum Beispiel habt, das was vor allem im High-Level dann sehr relevant ist. Permanent Party-Skills, Link Attack und vor allem kriegt ihr halt extrem viele Belohnungen einfach von Quests. Also ihr kriegt tonnenweise Products, ihr kriegt literally hunderte Products for free im Wert von hunderten Euro, nur von Quests machen und so. Also die Vorteile sind monumental. Außerdem habt ihr halt auch einfach viele Charakter, die ihr für verschiedene Sachen nutzen könnt. Clockwalks farmen zum Beispiel oder so. Also gibt dann sehr viele Sachen, die ihr dann auch mit den Charaktern machen könnt. Wohingegen halt mit 2 Charaktern hast du das alles nicht. Level ist halt am Anfang schneller. Der Anfang ist in Anführungszeichen besser. Ja, aber ansonsten würde ich persönlich sagen, nicht so gut. Ja, und dann fangen wir an. Punkt 1. 8 Charakter. Die sollen natürlich immer in einer Party auf Schaden sein. Warum auf Schaden? Weil es einfach sinnvoller ist. Will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ihr sollt sie nur auf Level packen, wenn ihr es wirklich machen müsst. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eurem Charakter davon leveln würdet oder halt am Anfang, bis die Party Level 10 ist, da kann man auch nicht viel machen. Ja, da ist sie halt auf Level, kann man nicht ändern. Ja, ist einfach so. Aber nach dieser Anfangszeit und halt vor allem später immer die Party auf Schaden stellen, niemals auf Level, nur wenn der Main Character halt einfach im Level so hoch ist, dass ihr wirklich gezwungen seid, die Party jetzt auch mal auf Level zu stellen. Wenn ihr die Party auf Level stellt, da ist natürlich dann immer ein guter Zeitpunkt, um dann die Amplis bei den Leechern zu aktivieren. Das muss jetzt, glaube ich, keinem erklären, wie man das am besten macht. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr so viel Flive-Erfahrung habt, dass ihr eure Amplis auf den Leechern natürlich nur aktiviert, wenn die Party auf Level ist. Und andererseits die Amplis vom Leveler, vom Main-Character aktiviert ihr natürlich nur, wenn die Party auf Schaden ist. Ich denke mal, das macht auf jeden Fall Sinn. Und hier ist auch wichtig, dass ihr einen Main-Character, also euer levelnder Character, muss zwingend, sonst macht die 8-Char-Taktik überhaupt keinen Sinn. Also wenn ihr jetzt mit einem Blade leveln wollt, mit der 8-Char-Taktik, ich sag's euch, wie es ist, das wird nicht funktionieren. Das ist richtig dumm. Also es ist straight up dumm. Dann spielt 2 Charakter. Wenn ihr unbedingt Blade mainen wollt, dann spielt 2 Charakter. 8-Char-Taktik macht nur Sinn, wenn euer Leveler komplett ohne Equipment im Endeffekt spielbar ist. Also wirklich komplett ohne Equipment. Und das sind eigentlich nur 2 Klassen im Spiel. HNR Elementor und HNR Ranger. HNR Elementor ist hier natürlich meine Empfehlung, weil er auch wirklich bis 140 plus theoretisch ohne Equipment spielbar ist. Ranger hingegen, der erreicht so seinen Peak, also HNR Ranger erreicht so seinen Peak oder sein Maximum, wo er noch spielbar ist, eigentlich so gegen 120. Also spätestens in Astria wechselt man dann normalerweise auf 1v1 oder auf Face Tank. Face Tank braucht man auf jeden Fall Equipment für. 1v1 braucht man eigentlich auch Equipment für. Also ich würde hier wirklich stark zum Elementor raten, weil er Minimum bis Ende Astria easy Hit and Run machen kann, komplett ohne Equipment. Habe ich selber schon mehrfach gemacht. Und ja, also bis dahin hat man dann auch normalerweise Equipment. Also ihr levelt nicht bis 140 und habt kein Equipment. Also ich meine, ihr verdient ja trotzdem so viel Geld dabei normalerweise. Also ja. Genau, dann Start with General Louis Quest. Also die Louis Quest in Flaris müsst ihr auf jeden Fall machen. Die startet direkt mit Level 1 mit allen 8 Charakteren zeitgleich machen. Und die endet dann im Endeffekt mit der Losha Quest, wo ihr dann den Papillon finden müsst. Auf Level 4 oder 5 oder so ist die Quest, glaube ich. Und ihr bekommt dafür ein paar Inventarplätze.
Ja, und wenn ihr den Papillon dann von den Lavolf holt und bei Losha abgebt später, bekommt ihr 8 mal 15.000 Penya, das sind 120.000 Penya, das ist extrem viel Penya für den Anfang. Und davon könnt ihr euren Main Character dann zum Beispiel MP-Tränke kaufen und Food kaufen. Das Geld wird nicht ewig reichen, keine Frage, aber es ist ein nicer Startboost und da hat man auch wieder einen Vorteil mit 8 Charaktern, dass man dieses Geld halt 8 Mal bekommt und davon halt eben Sachen kaufen kann. Ja, wenn wir das gemacht haben, dann heißt es einfach nur noch grinden. Ihr wollt dann einfach nur noch grinden, warum? Die ganzen Low-Level-Quests und so, die sind teilweise nicht schlecht auf einem normalen Server, ja. Aber auf dem FEC-Server müsst ihr ja bedenken, ihr habt wirklich permanent eigentlich 200% XP, später dann eigentlich sogar noch mehr. Und ihr levelt schon grundsätzlich wirklich sehr schnell, sodass auch dieses Hin- und Herlaufen, also am Anfang habt ihr auch zum Beispiel kein Fluggerät und so, also einfach nur Hin- und Herlaufen zwischen den Quest-NPCs, nur um dann vielleicht ein kleines bisschen extra XP zu bekommen, ja, aber dafür müsst ihr dann 10 Minuten rumlaufen. In der Zeit hättet ihr auch einfach 20 Monster töten, könnt ihr euch basically die gleiche XP, wahrscheinlich sogar mehr XP gegeben hätten und so weiter. Also ich würde einfach keine Zeit im Low-Level mit wirklich Quests verschwenden. Wenn man unbedingt mal eine Pause braucht, dann kann man mal ein paar Quests machen, aber ich würde euch wirklich davon abraten, vor allem die ersten paar Tage. Später kann man das dann machen, das kommt eh gleich noch. Und einzige Quests, die ich hier empfehlen kann, sind eigentlich die Quest-Item Collect Quests, also da, wo ihr zum Beispiel hier 40 Droids sammeln müsst auf Level 59 oder so, die könnt ihr immer mitnehmen, aber da würde ich halt am Anfang darauf achten, wie viel Quest-Items droppt ihr so. Also normalerweise wird es wahrscheinlich so sein, wegen Doppel-Drop und eventuell Party-Skills droppt ihr eigentlich schon relativ viele Quest-Items. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel Level 50 seid, ja, und ihr levelt bei Steel Knight oder so, ja, dann könnt ihr ja da eigentlich ein paar Level bleiben, weil die sind ja 5 Level über euch. Also ihr könntet ja theoretisch bis 55 bei Steel Knight bleiben. Ich sage nicht, dass ihr das machen solltet. Ich sage nur, wäre jetzt kein Weltuntergang, solange die Monster nicht unter euch sind im Level, ist es normalerweise nicht so schlimm. Eure Killtime steigt ja in der Regel auch, wenn ihr näher an das Monster-Level herankommt und so. Also passt schon. Ja, und da könnt ihr natürlich schon hier und da vielleicht mal Quest-Items für alle 8 Chars sammeln. Da müsst ihr halt immer zum Beispiel 40 mal 8 rechnen. Das heißt, von Steel Knight zum Beispiel bräuchtet ihr tatsächlich 320 Quest-Items. Das ist ganz schön viel. Ja, aber wenn ihr, wie gesagt, frühzeitig schon hingeht, vielleicht schon mit 48 zu Steel Knight, dann bleibt ihr da bis, keine Ahnung, 52, 53, habt die 320 Questies und dann könnt später alle eure Chars diese Quests abholen, Quest abgeben und sich die XP abholen. Würde in der Regel vor Level 60 wahrscheinlich nicht so wirklich funktionieren, weil ihr einfach zu schnell leveln werdet. Aber nach Level 60 später dann, kommt jetzt eh gleich, würde ich das auf jeden Fall schon empfehlen. Das ist im Endeffekt die Überleitung zu Punkt 4. Also spätestens so im 70er-Bereich oder so levelt ihr wirklich nicht mehr so schnell, vor allem nicht mit den 8 Charaktern, dass ihr jetzt einfach die ganze Zeit von Monster zu Monster switcht, beziehungsweise könntet ihr das schon machen, aber da würde ich es halt einfach empfehlen, im Sinne der Leecher. Ja? Für einen Main-Character werdet ihr euch immer denken, macht das irgendwie nicht so viel Sinn, aber ihr müsst ja immer an die 8 Chars denken. Und bei Monk-Tier zum Beispiel braucht man 400 Stück, ja, ist viel, aber hier das gleiche, wenn ihr mit Level 67 zu Greymong geht, ja, dann werdet ihr da halt einfach mindestens 2-3 Level bleiben können, ohne dass ihr wirklich jetzt viel verliert sozusagen. Und in diesen paar Leveln werdet ihr locker 400 Stück droppen mit Party-Skills und Doppel-Drop, weil ihr droppt Quest-Items ohne Ende. Es geht wirklich sehr schnell, die Quest-Items zusammen. Und es lohnt sich einfach, weil eure Leecher bekommen dann auf Level 71 in dem Fall 23% for free. Und das sind alles Prozente, wo ihr die Party nicht auf Level stellen müsst und keine Geschwindigkeit verliert später. Ist einfach wichtig, dass man das mitnimmt. Also im Low-Level Quest-Items nur für den Main-Character sammeln, im High-Level dann für alle, oder im, was heißt High-Level, aber später dann, wenn ihr ein bisschen langsamer levelt, dann die Monster mitnehmen für alle Charakter. Dann hier auch nochmal der Hinweis, ihr könnt dann anfangen Quests zu machen für Inventarplätze und halt für andere Belohnungen, ja, aber wartet damit wirklich. Also wartet damit Minimum eine Woche, wenn nicht sogar 2, vielleicht sogar einen Monat, ich sag's euch wie es ist. Wartet so lange wie möglich mit den Quests und wenn ihr jemals anfangt zu questet, dann questet nur mit 8 Charaktern zeitgleich. Das ist auch wieder so ein Punkt, wenn ihr die 8-Char-Taktik macht, es gibt einfach so ein paar Sachen, die müsst ihr machen, sonst ergibt diese Taktik keinen Sinn. Und eine dieser Sachen ist halt immer mit 8 Chars zeitgleich questen. Sobald, das habe ich schon so oft gelesen von Leuten und es ergibt einfach so heftig keinen Sinn, sobald ihr einmal eine Quest macht, nur mit einem Charakter, dann habt ihr alles versaut im Endeffekt. Dann habt ihr einfach 5 Stunden eurer Zeit verschwendet und müsst die Quest irgendwann später nochmal machen und braucht dann nochmal 5 Stunden. Also Dekans Mine ist ein gutes Beispiel. Es gibt so viele Leute, die machen ihre Dekans Mine Quest beim Main Character, weil sie unbedingt die Inventarplätze wollen. So viele sind es eh nicht. Also egal. Und dann später müssen sie die Quest doppelt machen mit dem Ringmaster oder mit den Leechern. Und dann haben sie einfach 10 Stunden gebraucht, statt dass sie insgesamt nur 5 Stunden gebraucht hätten. Außerdem ist die Quest ja auch viel leichter. Also grundsätzlich müsst ihr es euch so vorstellen, ihr cheatet ja ein bisschen. Ihr levelt euren Main Character über das Quest-Level, viel höher, ja, und eure Leecher sind aber noch ein bisschen niedriger.
Das heißt, eure Leecher würden die Quest sowieso nicht schaffen, beziehungsweise hätten heftige Probleme, irgendwelche Giants zu töten. Es gibt so viele Quests, wo man Giants töten muss. Oder eben Dekans Mine-Quest, da sind ja auch Giants dabei und so. Die sind echt schwierig auf dem richtigen Level. Wenn ihr überlevelt mit dem Main, klar, der Main kriegt dann nicht mehr so viel XP, ist ein bisschen blöd. Aber die Leecher kriegen ja in der Regel dann immer noch die volle XP. Also ihr werdet ja wahrscheinlich dann irgendwann mal Level 100 plus sein oder so. Und wenn ihr dann zum Beispiel Dekans Mine-Quest machen würdet mit Level 80 plus mit den Leechern, ja, dann kriegen die noch die volle XP. Und euer Main, ja, der kriegt weniger, aber scheiß auf den Main. Die 7 Leecher kriegen die volle XP und werden durchgecarried. Die Quest ist super einfach, geht viel schneller und ihr könnt sie 8-mal zeitgleich machen. Und wenn ihr das nicht macht, dann macht die Taktik einfach keinen Sinn, dann solltet ihr sie nicht spielen. Dann Punkt 6. Das Ziel von euch ist, schnell zu leveln. Mit der 8-Char-Taktik ist es natürlich deutlich schwieriger, weil logischerweise die 8-Char-Taktik hält euch natürlich auf, weil alles länger dauert. Vor allem die Job-Changes werden euch extrem aufhalten. Second Job-Change dauert recht lange. First Job-Change geht noch, würde ich sagen. Die Second Job-Change ist wirklich das, was einen krass aufhält. Da verliert man gut eine Stunde auf jeden Fall. Da würde ich halt auch probieren, vielleicht, wenn ihr habt, mit Blinkwing auf Madrigal und so zu arbeiten und sich da ein bisschen, probieren, das Leben leichter zu machen. Oder mit Scroll of Return Town und solchen Geschichten, falls ihr was habt. Ist immer schwer zu sagen. Aber das Ziel ist grundsätzlich trotzdem für jeden, aber eben auch bei der 8-Char-Taktik, möglichst schnell zu leveln. Deswegen ja auch das mit den Quests, also erstmal Quests ignorieren am Anfang und so, weil ihr einfach ein möglichst hohes Level haben wollt, um einfach NPC-Money zu farmen. Ja. Ihr wollt Set-Teile droppen, Set-Teile sind am Anfang sau viel wert, die richtigen Set-Teile zu droppen, RM-Set-Teile zum Beispiel, Blade-Set-Teile, da macht man richtig fett Asche mit, also selbst solche normalen Level-Drops können da richtig viel Kohle ausmachen. Ist einfach geil. Und das andere ist halt natürlich, ihr wollt dann natürlich auch die Products euch irgendwann holen. Also das Schöne ist auch die Aspia-Quest-Reihe, die Koralleninsel-Quest-Reihe und die Vulkan-Quest-Reihe, die sind alle getrennt von den Quests davor. Das heißt, die Low-Level-Inventory-Space-Quests, die könnt ihr, wie gesagt, irgendwann mal nachholen, ist egal wann. Aber Astria, Vulkan und Koralleninsel könnt ihr trotzdem machen, grundsätzlich. Und das heißt, das sind die Quests, also Astria, Vulkan und Koralleninsel sind wirklich die Quests, wo ihr tonnenweise Products und so bekommt und es ist auch sehr viel Penya. Ja, und das sind die Quests, die ihr im Endeffekt machen wollt. Also das sind die Quests, auf die man dann geil ist, weil die geben einem die ganzen Products, mit denen man dann for free sein Equipment upgraden kann. Minimum für einen Charakter halt. Und diesen Charakter kann man dann wiederum benutzen, um eben dann Dungeons zu farmen. Und das ist auch der nächste Punkt. Der nächste Punkt, oh hoppla, das war eins zu viel. Der nächste Punkt auf Level 141 will man dann die Coral Island Giants farmen oder, wenn man wirklich schon stark genug ist, auch direkt Wilds und Cursed Dungeons für Ultimate Jewelry Fragmente. Und natürlich für die Lusakas Crystal Weapon und 150er Armor Sets. Und natürlich auch Piercing Cards. Also ihr bekommt für Dungeon Runs echt viel. Ihr bekommt Kartenfragmente, A-B-Kartenfragmente sind hier vor allem interessant. Ihr bekommt die Jewelry-Fragmente für Ultimate-Schmuck. Ihr könnt Lusakas Crystal Waffen droppen, ihr könnt Lusakas Waffen droppen, ihr könnt 150er Rüstungssets droppen. Die normalen und die aus dem Dungeon Only quasi. Und wie gesagt, die Hernes Giants könnt ihr natürlich auch töten. Also das dicke Geld, ich sag's euch, wie es ist. Jeder kann jetzt sagen, ja, ich würde am Anfang Guardian farmen oder ich würde am Anfang Hernes farmen oder so. Kann man alles machen. Ich sage nicht, dass man es nicht machen sollte. Komme ich auch gleich noch zu. Ist einfach nur so grundsätzlich, ja, aber willst du nicht lieber wirklich das dicke Geld? Und stellt euch vor, die erste Hernes Axe, der erste Hernes Stuff, der erste Hernes Stick. Klar, wird man jetzt nicht unbedingt die Person sein, die das droppt. Aber stellt euch vor, was das für Beträge sind und vor allem ja nicht nur das erste. Ich meine, jeder will die Hernes-Waffen, jeder will die Lusakas Crystal-Waffen, jeder will die 150er-Sets. Das ist wirklich der Punkt, wo die Kohle liegt. Und man kann jetzt nicht sagen, ja gut, ich farm jetzt 3 Tage lang Hiss-Waffen oder so, damit mein Charakter ready ist für Hernes zum Beispiel. Ich meine, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, ihr werdet dann einfach früher oder später realisieren, dass die wirklich fette Kohle im High-Level liegt und das ist eigentlich immer so gewesen. Und es wird auch diesmal wieder so sein. Und deswegen würde ich persönlich halt wirklich darauf anpeilen, das wirklich schnell zu erreichen. Und durch die 8-Char-Taktik, durch die Quests, durch die Gratis Products könnt ihr euch auch entsprechend das Equipment dafür for free craften. Und deswegen braucht ihr nicht zwingend Kohle, also Penya. Ihr braucht eigentlich wirklich nur ihr braucht ein hohes Level. Ihr könnt die Quests machen. Und dann braucht ihr im Endeffekt nur das cleane Equipment. Und könnt eigentlich dann auch schon loslegen mit Farmen. Genau. Und ja, dann kommen wir jetzt eher zu den allgemeineren Tipps auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das mit den Always Buy die FWC Penya Potion. Also ihr sollt immer den FWC Penya Potion kaufen im Cash Shop für alle Charakter. Also das geht am Anfang natürlich nicht. Also vor Level 30, 40, 50 oder bevor ihr ein CS-Pad habt oder whatever, da wird das nicht funktionieren. Da will ich mich nur auf den Main Character konzentrieren. Aber das ist wirklich nur die ersten paar Tage so. Die kosten, oder das letzte Mal haben sie, glaube ich, so 280.000 für eine Stunde gekostet oder so, mal 8. Also das sind keine 3 Millionen Penya. Und
das gibt einfach 50% mehr XP. Das ist wie eine Ampli. Und selbst wenn die Party auf Schaden ist, und das ist auch so eine Sache, die einfach so viele Leute bei der 8-Char-Taktik nicht verstehen, selbst wenn die Party auf Schaden ist, kriegen eure Charakter trotzdem sau viel XP im Verhältnis dafür, dass sie nichts tun. Die fliegen euch ja nur hinterher. 8-mal oder 7-mal fliegen die euch einfach nur hinterher und machen basically nichts. Also der M, der läuft euch hinterher mit GT. Aber die machen nichts und kriegen trotzdem übertrieben viel XP. Das glaubt mir mal keiner, aber es ist wirklich so. Und diese XP nochmal um 50% zu erhöhen, sorgt auch wieder dafür, dass ihr die Party nicht so oft auf Level stellen müsst, wie ihr es machen müsstet, wenn ihr es nicht macht. Und es kostet euch so gut wie kein Penja, 2-3 Millionen Penja pro Stunde. Das ist nichts auf dem Server. Macht das einfach. Da muss immer der Penja Potion auf jedem Charakter laufen, auf dem Main Character, wenn die Party auf Level ist, und auf den Leechern, wenn die Party auf Schaden ist. Immer. In beiden Fällen, in allen Konstellationen muss immer der Penja Potion laufen, wenn ihr farmt, wenn ihr levelt, sonst macht ihr was falsch. Ist einfach so. Ihr verschenkt einfach kostbare XP. Dann natürlich ganz klar, einfach die Dailies immer abholen. Vergesst nicht eure täglichen Spielzeitbelohnungen, Taste U. Vergesst nicht eure Battle Pass Belohnungen, Taste V für Power-Ups und so weiter. Macht immer eure Tower Dailies mit den Chars ab Level 86 in Flares. Also auch das ist super wichtig einfach, dass man sich da die Dailies nicht durch die Lappen gehen lässt. Dann noch ein Tipp zu den Tower Dailies. Der Main Character kann die Tower Dailies normalerweise immer solo machen. Die anderen 7 Charakter brauchen normalerweise einen, in Anführungszeichen, Carry. Es kann Ringmaster sein, es kann Psykeeper sein, es kann Ranger sein. Ist relativ egal. Ranged Charakter haben hier natürlich einen extremen Vorteil. Aber hier bedenkt einfach, die Tower Giants, die sehen brutaler und stärker aus, als sie eigentlich sind. Ihr könnt die theoretisch perma-stunnen, ihr könnt die theoretisch perma-slowen. Und ihr könnt auch mit einem Char zeitgleich angreifen. Also ein Char kann tanken, das sind im Endeffekt wie normale Monster. Ein Char kann tanken und die anderen können alle zeitgleich mit draufhauen zum Beispiel. Und man kann hier wirklich Routing abusen, Slows abusen, Stunts abusen. Die Charakter, das sind einfach normale Monster mit sau viel HP und ATK. Das sind keine echten Giants, also habt keine Angst vor denen, sondern macht sie einfach fertig. Ein Charakter muss halt irgendwie als, wie gesagt, Tank fungieren oder als Lockvogel fungieren oder halt Psykeeper zum Beispiel mit Satanology oder so. Ranger kann permanent slowen, whatever. Also habt da wirklich viele Möglichkeiten, mit allen Klassen im Endeffekt den Giant permanent aus dem Leben zu nehmen. Und das ist wirklich nicht so schwierig. Dann solltet ihr natürlich bedenken, Flyve und vor allem Serverstarts sind Hardgrind. Zeit ist hier wirklich der Schlüssel. Man sollte probieren, so wenig Zeit wie möglich zu verschwenden, zum Beispiel shoppen. Vergesst shoppen. Wenn ihr jetzt nicht zwingend irgendwas kaufen müsst, schaut keine Shops durch. Es ist komplette Zeitverschwendung, Shops durchzugucken. Macht das einfach nicht. Es ist einfach Zeitverschwendung. Ihr geht online, grindet 8 Stunden am Stück und geht offline. Beziehungsweise dann gebt ihr noch euer Geld aus und dann geht ihr offline. Aber wirklich, schaut keine Shops durch. Probiert so wenig Zeit wie möglich zu verschwenden. Ja. Einmal am Tag kurz in die Stadt gehen, euer Geld ausgeben für irgendwelche Premium-Items oder so oder für irgendwas anderes, was ihr braucht. Und fertig. Ja, nicht 3-mal am Tag Shops durchgehen, nicht shoppen, whatever. Also Resale und so, das ist da alles deutlich komplizierter, deutlich schwieriger. Die Wirtschaft bewegt sich dort so schnell. Teilweise verändern sich die Preise wirklich stündlich, ändern sich die F-Coin-Preise. Da ist es so schwierig, up-to-date zu bleiben, auf dem Laufenden zu bleiben, was jetzt wirklich was kostet. Ja, jeder sagt sowieso was anderes immer so ein bisschen. Und das ist einfach Zeitverschwendung. Ja, macht das einfach nicht, grindet so lange wie möglich. Und das gilt vor allem für die ersten paar Wochen auf jeden Fall. Später natürlich nach einem Monat oder so, wenn sich das alles mal ein bisschen gefestigt hat, dann kann man das natürlich schon machen. Aber so die ersten paar Tage ist das wirklich komplette Zeitverschwendung. Einfach nur grinden, grinden, grinden. Alles andere macht keinen Sinn. Und wie gesagt, gebt immer euer Geld aus, wenn ihr Geld habt. Ich meine, wenn ihr jetzt 500k habt, das ist ja kein Geld. Aber wenn ihr wirklich mal ein bisschen Geld gefarmt habt später, dann gebt das natürlich auch aus, bevor ihr offline geht. Weil wie gesagt, die Wirtschaft bewegt sich so schnell, das könnte am nächsten Tag tatsächlich schon, ja, deutlich weniger Geld sein. Und dann natürlich kauft nur, ich habe es gerade schon gesagt, kauft nur Premium-Items vom Cash-Shop. Items, die von der Inflation unabhängig sind. Equipment und, keine Ahnung, Drops und so, die können mit der Inflation steigen, die können teurer werden, aber sie werden höchstwahrscheinlich eben nicht teurer, sondern bleiben eher gleich oder sinken sogar, wenn sie überfarmt werden. Und Premium-Items sind immer an den F-Coin-Kurs gebunden. Und der F-Coin-Kurs ist ja das, was in Flyve immer alle Preise bestimmt, mehr oder weniger. Und hier ist einfach wichtig, dass ihr euch von dem F-Coin-Kurs im Endeffekt nicht loslöst, sondern dabei bleibt. Und wenn ihr Items kauft, die es nur im Cash-Shop gibt, dann seid ihr einfach untrennbar mit dem F-Coin-Kurs verbunden. Natürlich kann es sein, dass mal Items auch minimal unterm F-Coin-Kurs sind oder minimal drüber. Also wäre natürlich gut, wenn man weiß, was man so kaufen könnte. Ich sag's mal, wie es ist. Also Party-Skills und die F-Coin-Potions waren letztes Mal, soweit ich weiß, relativ beliebt. Power-Ups gingen auch teilweise ganz gut.
kommt aber immer drauf an. Also da muss man dann schon ein bisschen gucken, vielleicht, was sich am meisten lohnt. Aber wichtig ist vor allem grundsätzlich trotzdem, dass man einfach Premium-Items kauft. Also ich meine, selbst wenn ihr irgendwas kauft und es ist dann am nächsten Tag vielleicht 10% weniger wert als der F-Coin-Kurs, ist nicht so schlimm, ja, weil erstens wird es trotzdem weiter steigen oder wieder steigen und vielleicht kommt mal ein Upgrade-Event oder so. Ihr habt zum Beispiel Ape-Royals gekauft, die sind jetzt dann nicht so viel wert, dann kommt aber ein Schmuck-Upgrade-Event und plötzlich sind Ape-Royals was wert. Also da muss man einfach geduldig auch sein und nicht überreagieren. Wichtig ist einfach, dass man Premium-Items kauft, die halt, wie gesagt, nur aus dem Cash-Shop kommen. Wobei Products kann man auch farmen, theoretisch, aber ihr wisst, was ich meine. Dass man einfach sich ein bisschen eine sichere Basis aufbaut mit Items, die man halt später auch gut gegen Equipment wieder tauschen kann oder zur Not auch einfach selber benutzen kann. Dann die Pick-Up-Pet-Thematik ist auf jeden Fall am Anfang sehr schwierig, vor allem mit der 8-Chart-Taktik oder auch vor allem als Free-to-Play. Ihr habt halt am Anfang kein Geld, um euch die Gigalbox aus dem Cash-Shop zu kaufen. Die kostet irgendwie 14 oder 15 Millionen Penny oder so. Das ist sehr schwierig, unter Level 30 an so viel Geld zu kommen. Selbst über Level 40 ist es noch relativ schwierig. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Das heißt, die ersten 2 Tage werden absolut ass. Danach werdet ihr Pick-Up-Pads von den Events-Tabs bekommen, Total Connection. Und da gibt es jetzt ja auch noch dieses aktuelle Second Anniversary Event, das ja vielleicht oder wahrscheinlich auch auf dem FEC-Server laufen wird. Da bekommt ihr am Tag 5, glaube ich, einen Teddybären für 5 Tage oder so. Den bekommt ihr 4-mal. Und spätestens ab dem Tag, wo ihr das erste Mal ein CS-Pad gratis bekommt, boom, geil. Weil ihr habt ja 8 Chars, das heißt, ihr bekommt diese Pads immer 8-mal. Und ihr braucht ja aber nicht 8 Pads zeitgleich aktivieren. In der Regel würde ich sagen, reichen 1 oder 2. Ja, wichtig ist halt, dass ihr die Penya aufhebt und vielleicht Rare Drops zum Beispiel, also Set-Teile und so. Ihr müsst ja nicht jeden Müll aufheben am Anfang, vor allem unter Level 60 sind die Drops eigentlich vollkommen irrelevant. Also ganz ehrlich, wenn ihr in Flares rumlauft und Drops aufhebt, what the fuck are you doing? Flares-Drops auf dem FEC-Server sind sowas von irrelevant. Einfach ignorieren, dass da überhaupt was liegt. Da liegt nur Müll. Also ihr könnt natürlich gucken, ob da vielleicht ein besseres Schwert, ein besseres Schild, eine bessere Rüstung liegt. Das ja. Aber hebt nicht alle Items auf, nur weil ihr denkt, okay, das ist ein bisschen Penya wert. Also das ist wirklich einfach Müll. Ja, am Ende, bevor ihr in die Stadt geht, immer Inventar voll machen mit NPC-Items, die ihr dann verkaufen könnt. Das ja. Aber nicht die ganze Zeit rumstehen, Sachen aufheben und sobald das Inventar voll ist, zurück in die Stadt gehen und Inventar leeren. Oh Gott, macht das nicht. Ja, bevor man in die Stadt geht, immer schön NPC-Items aufheben, die man dann verkaufen kann. Aber bevor ihr in die Stadt geht, also wenn ihr einfach nur am Grinden seid, lasst euch von den Items nicht irritieren. Hebt nur die wichtigen Items auf, die ihr auch selber braucht und so. Und wie gesagt, die ersten paar Tage sind ein bisschen ätzend, aber danach könnt ihr eben die Pets von den Events bekommen oder eben die Gigalbox im Cash-Out kaufen. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu den Leuten, die nicht Free-to-Play sind. Also, für den perfekten Start als Pay-to-Play-Spieler ist es tatsächlich ratsamer, man nimmt nur 2 Charakter. Natürlich könnt ihr auch 8 Charakter machen und ihr werdet vermutlich auch besser mit 8 Charaktern fahren, grundsätzlich, weil ihr zum Beispiel sowas wie Party-Scrolls sparen könnt. Aber der klassische Pay-to-Play-Spieler hat in der Regel nur 2 Charakter, weil der kann sich ja einfach die Party-Scrolls holen, mit denen man dann Link Attack zum Beispiel simuliert und so weiter und so fort. Außerdem hat man einen immensen Vorteil. Und zwar ist das hier das, was drunter steht. Also alles andere ist basically das gleiche, was ich gerade schon gesagt habe. Das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen alles. Die meisten Sachen waren es ja wirklich allgemein auch für Low-Level und so weiter und so fort. Also auch als Pay-to-Play-Player lohnt es sich am Anfang eigentlich nicht wirklich alle Drops in Flares aufzuheben und so. Und alles Allgemeine, was ich gesagt habe, das zählt hier wie gesagt grundsätzlich auch mit rein. Aber hier ist es halt einfach so, mit nur 2 Charaktern und Pay-to-Play, das heißt Permanent Amplis zum Beispiel auf dem Main-Character und der M kann ja auch Amplis aktivieren und immer den Main-Character healen, also zum Beispiel Blade und der M, das ist so eine klassische Combo. Ihr levelt einfach viel schneller, logischerweise, weil ihr euch nicht mit den 8 Charaktern rumschlagen müsst, ihr müsst nicht 8-mal die First Job Change machen, ihr müsst nicht 8-mal die Second Job Change machen. Also es gibt so viele Punkte, wo ihr einfach 1-2 Stunden schneller sein werdet. Also insgesamt natürlich wesentlich schneller, weil ihr nur 2 Charakter habt, aber auch wirklich bei allen anderen Sachen. Wie gesagt, Job Changes halten noch nicht so lange auf und so weiter. Also es ist wirklich ziemlich krass, was man da trotzdem an Zeitdifferenz nur von solchen Sachen bekommt. Und diese Zeit kann man natürlich effektiv nutzen, weil logischerweise werdet ihr halt früher Level 60 sein, ihr werdet früher Level 70 sein, ihr werdet früher Level 80 sein. Und in dieser Zeit, die ihr so ein bisschen Vorsprung von ein paar anderen Leuten habt, könntet ihr zum Beispiel nutzen, um Giants zu hunten. Giant-Waffen, also Unique-Waffen von Giants, werden am Anfang sehr viel Geld wert sein, wenn ihr einer der ersten Personen seid, die einen His-Bow droppt, His-Axe. Gut, His-Axe war jetzt nicht das beste Beispiel, aber His-Bow, His-Stick, Angels, Axe zum Beispiel. Ja, das sind so die Sachen, da kann man fett Kohle machen und da kann man richtig fett extra Cash verdienen und halt das Polster sich so ein bisschen aufbauen, dass man nicht alles mit F-Coins finanzieren muss, sondern dass man trotzdem auch ein bisschen mit Penya dann arbeiten kann und halt sich nicht dumm und dämlich cashen muss. Grundsätzlich, ja. Man sollte es aber zeitgleich auch nicht übertreiben. Also ihr solltet trotzdem im Auge behalten, naja, auch als Pay-to-Play-Player ist ja eigentlich das Ziel 141 plus, sich möglichst irgendwie ein Equipment aufbauen und dann, wie gesagt, Harness, Waffen, Unique
Waffen aus den Whites Dungeon zu farmen, Schmuckfragmente, A-Kartenfragmente und so weiter. Also das ist wirklich das Endziel, dass man wirklich anfängt, diese Dungeons und Giants im High-Level zu grinden, wo wirklich das richtig dicke Geld wartet, ja. Und deswegen würde ich mich jetzt auch nicht zu sehr mit den Low-Level-Giants aufhalten. Also man kann hier mal 1-2 Stunden, wie gesagt, investieren. Man wird in der Regel dann auch was droppen wahrscheinlich, kann sich ein gutes Penja-Polster aufbauen oder einen AG-Stick zum Beispiel für sich selber farmen, probieren und so weiter und so fort. Alles kein Stress, aber ich persönlich würde jetzt nicht zu krass auf die Giants gehen, weil man dann vielleicht ein bisschen Momentum verliert und dann eben den Anschluss ans High-Level. Genau, und dann ist ja auch hier klar, für den Main-Character würde ich hier natürlich den F-Coin PvE-Potion kaufen, der ist besser als der Penja PvE-Potion. Für eine M müsst ihr euch selber entscheiden, kauft ihr euch dann nochmal den F-Coin PvE-Potion oder geht ihr dann nur mit dem Penja-Potion. Der kostet halt relativ viel, also man weiß jetzt nicht ganz genau wie viel, falls es den wieder genau in der gleichen Form gibt. Aber ja, das ist schon ziemlich teuer, also müsst ihr selber entscheiden, ob sich das für euch lohnt. Und dann natürlich hier auch wichtig, wenn ihr natürlich entsprechend das Geld, die F-Coin habt, ja, macht immer die Amplifications an, logischerweise, immer nur mit Amplis leveln und natürlich Power-Ups, also Upcut Stone wäre so das klassische Minimum, was man anhaben sollte. Ja, weil damit levelt ihr natürlich auch nochmal wesentlich schneller und könnt euch einen Vorsprung vor eben Free-to-Play-Spielern und 8-Char-Abusern aufbauen. Ja, und mein letzter Tipp, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil ich über das Equipment geredet habe. Also die Frage, die jetzt wahrscheinlich für die meisten im Raum hängt, okay, ich grinde auf 141, aber woher kriege ich jetzt wirklich das Equipment, um dann auch diese Harness Giants zu farmen und White Curse Dungeons? Also ist es so, ihr droppt ja ab Chef Muffrin in der Darkon 3 Wüste, droppt ihr die 120er NPC-Items. Diese Items könnt ihr in Diamonds umwandeln und wiederum zeitgleich mit den gleichen Items euch Bloody-Waffen craften. Das geht vollkommen ohne Penja und ohne F-Coin-Einsatz. Wenn man Glück hat, schneller, wenn man Pech hat, dauert es halt ein bisschen länger. Aber ihr farmt ja im Endeffekt die ganze Zeit diese 120er NPC-Waffen. Und davon droppt man auch relativ viele, logischerweise, wegen Doppeldrop und Pipapo. Also spätestens irgendwann in Astria, spätestens mit 140, solltet ihr so viele Diamonds gedroppt haben, also indirekt durch die Waffen, die ihr in Diamonds verwandeln könnt. Und zeitgleich wiederum die Diamonds und die Waffen benutzen, um euch Bloody-Waffen zu craften, dass ihr in der Regel eigentlich dann zumindest die Waffen auf jeden Fall for free bekommt. Und beim Set ist es halt so, naja, höchstwahrscheinlich werdet ihr erstmal eine Weile lang auf dem 105er-Sets hängen bleiben. Die werden halt lange Zeit das Nonplusultra sein, ist aber auch nicht schlimm. Mit 105er-Sets kann man easy bis 140 oder 141 leveln. Ist natürlich nicht so geil wie mit Bloody oder mit 135er-Sets, klar. Aber am Anfang wird es eher so sein, dass die 135er-Sets zu teuer sein werden. Bloody-Sets werden schlichtweg nicht existieren. Und die 105er-Sets werden wahrscheinlich erstmal so das... Also muss man auch erstmal haben, keine Frage. Aber ihr werdet da wahrscheinlich erstmal mit ein bisschen Low-Level-Equipment rumlaufen. Deswegen ist halt auch so wichtig, dass man eine Klasse spielt, die davon unabhängig ist. Wie gesagt, Elementor, Hit-and-Run-Elementor. Bei dem ist es nicht so schlimm. Der könnte auch mit 75er-Equipment theoretisch auf 140 leveln. Wäre jetzt auch kein gigantischer Weltuntergang, ganz ehrlich. Und ja, also... Genau, so ist das einfach. Also Bloody-Waffen sollte man in der Regel eigentlich for free bekommen. Und dann ist es halt so, ja, das Set ist dann natürlich ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, 135er-Set wäre natürlich erstmal das Go-To. Da muss man einfach gucken. Ja, ich meine, es ist von so vielen Faktoren abhängig. Wie werden die Preise sein? Was droppt ihr selber? Also ihr werdet lachen, aber ich meine, Set-Teile und so droppt man ja dort auch mehr. Wenn man Glück hat, droppt man sich sein eigenes Equipment einfach selbst. Es ist einfach so. Kann passieren. Kann nicht passieren. Ja. Wichtig ist halt am Anfang, wie gesagt, dass man einfach schnell das Level erreicht, dass man auch andere Set-Teile droppt, die man selbst nicht braucht, aber die kann man dann vielleicht tauschen gegen die Set-Teile, die man selber braucht. Kann man austauschen mit anderen Leuten aus der gleichen Gilde oder so. Hey, ich habe einen Blade-Helm gedroppt, ich brauche den Elementor-Helm für 135, können wir tauschen und so. Also da muss man halt einfach ein bisschen gucken. Ja, das ist schwierig jetzt allgemein zu sagen, wie das ablaufen wird. Man weiß jetzt auch nicht, wie die Preise sein werden und so. Das kann man jetzt so nicht vorhersagen, aber man muss einfach das nehmen, was man kriegt und daraus halt einfach das Beste machen. Und sobald man aber ein Equipment hat, Bloody-Waffe und zum Beispiel 135er-Set, das reicht normalerweise für zum Beispiel Cursed Dungeons, für Whites Dungeons. Am Anfang hatten wir ja auch nichts Besseres, als das New Horizon Update kam. Ja, wird schon funktionieren. Und wenn nicht, man kann ja auch erstmal bei den Giants bleiben. Die Harness Giants sind grundsätzlich ein bisschen leichter, würde ich sagen, als jetzt Whites oder Cursed Dungeon. Kann man ja auch erstmal bei denen bleiben und die farmen. Ja. Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, da viel Geld zu verdienen. Und vor allem die Bloody-Waffen sollte man eigentlich wirklich relativ einfach bekommen. Außer ihr habt halt extrem viel Pech, aber da kann ich dann auch nichts dafür. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich riesig über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Teilt das Video mit allen Leuten, die auch am FEC-Server Interesse haben. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Live-Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.